Du stehst auf festem Boden, während direkt unter deinen Füßen ein Ort existiert, der heißer ist als die Sonnenoberfläche. Über 6000 Grad Celsius, ein Druck von 3,64 Millionen Atmosphären und eine Entfernung von exakt 6371 Kilometer. Die tiefste Bohrung der Menschheit kratzte gerade einmal 12 Kilometer tief, 0,2% des Weges. Was verbirgt sich in den verbleibenden 99,8%, die kein Mensch jemals erreichen wird? Kein Bohrer, keine Sonde, kein menschliches Auge hat diese Region je gesehen. Was wir wissen, stammt allein aus den Echos von Erdbebenwellen, die den Planeten durchqueren. Jede Erschütterung sendet Signale durch tausende Kilometer Gestein, Metall und Kristall. Der mittlere Erdradius von 6371 Kilometer ist keine grobe Schätzung, sondern eine geodätisch hochpräzise Größe. Moderne Satellitenmessungen kennen diesen volumengleichen Radius heute auf wenige Zentimeter genau, eine Präzision, die sich erst durch jahrzehntelange Auswertung von GPS-Daten, Laserentfernungsmessungen zu Satelliten und Schwerefeldmissionen wie GRACE ergab. Aber die Erde ist keine perfekte Kugel. Ihre Rotation drückt sie am Äquator nach außen. Der Äquatorradius beträgt 6,378,1 Kilometer, der Polradius nur 6,356,7 Kilometer. Eine Abplattung von 21,4 Kilometer, mehr als die doppelte Höhe des Mount Everest, eingebaut in die Form unseres Planeten selbst. Und unter dieser leicht abgeflachten Oberfläche verbirgt sich kein homogener Steinball, sondern ein geschichteter Körper extremer Gegensätze. Zwischen dem kühlen Granit unter einem Wanderweg in den Alpen und dem glühenden Eisen im Zentrum liegen Welten, die sich in Temperatur, Druck und Materialzustand so radikal unterscheiden, dass jede Schicht eigene physikalische Gesetze zu befolgen scheint. Willkommen beim Kern der Dinge. Die erste Schicht, auf der die gesamte menschliche Zivilisation existiert, ist erschreckend dünn. Die Lithosphäre, bestehend aus der starren Erdkruste und dem obersten Mantelbereich, misst nur 50 bis 100 Kilometer. Die kontinentale Kruste ist im Mittel 30 bis 35 Kilometer dick, die ozeanische sogar nur 5 bis 7 Kilometer. Verglichen mit den 6.371 Kilometer zum Mittelpunkt ist das weniger als 2% des Weges, ein Film, dünner als die Schale eines Apfels im Verhältnis zur Frucht. Darunter beginnt der Erdmantel, und hier verschieben sich die Dimensionen vollständig. Der Mantel allein macht 83% des gesamten Erdvolumens aus. Sein Gestein erreicht Temperaturen zwischen 1000 und 2000 Grad Celsius und befindet sich in einem eigentümlichen Zustand. Nicht flüssig, aber auch nicht starr. Über geologische Zeiträume verformt es sich plastisch und fließt in extrem langsamen Konvektionsströmungen, die Kontinente verschieben und Vulkane speisen. Aber kein Bohrer wird je dorthin vordringen. Stattdessen lauschen Geophysiker den Erdbeben. Wenn ein Beben den Planeten erschüttert, breiten sich zwei Wellentypen aus. Primärwellen, kurz P-Wellen, durchlaufen feste und flüssige Medien. Sekundärwellen, S-Wellen, dagegen kommen nur durch festes Material. Ihre Geschwindigkeit ändert sich mit Dichte, Temperatur und Zusammensetzung des durchquerten Gesteins. Stationen auf der ganzen Welt registrieren, wann diese Wellen ankommen, mit welcher Verzögerung, mit welcher Brechung. Aus tausenden Beben rekonstruieren Seismologen ein dreidimensionales Bild des Inneren, wie ein Ultraschall, der einen Planeten durchleuchtet. Und tief unten, in fast 3000 Kilometer Tiefe, stoßen diese Wellen auf eine Grenze, an der sich alles verändert. In etwa 2900 Kilometer Tiefe endet der Mantel abrupt. Hier liegt die Kernmantelgrenze, eine der schärfsten Diskontinuitäten im gesamten Planeten. Seismische Wellen, die diese Grenze erreichen, verhalten sich plötzlich völlig anders. S-Wellen verschwinden, P-Wellen werden stark gebrochen. Die Schicht direkt darüber, genannt D', gibt Geophysikern seit Jahrzehnten Rätsel auf, denn die Wellengeschwindigkeiten dort schwanken auf engem Raum extrem stark. Die Antwort darauf kam aus dem Labor. In Hochdruckexperimenten mit Diamantstempelzellen pressen Forscher winzige Gesteinsproben zwischen zwei geschliffene Diamantspitzen und simulieren Drücke, wie sie in 2700 Kilometer Tiefe herrschen, bei gleichzeitig über 2000 Grad Celsius. Das Ergebnis war eine Entdeckung, die das Bild des tiefen Mantels neu zeichnete. Bridgmanit, das mit Abstand häufigste Mineral des Erdmantels und damit das häufigste Mineral der gesamten Erde, ist unter diesen extremen Bedingungen nicht mehr stabil.
Es ordnet seine Kristallstruktur um und wird zu einem neuen Mineral, Postperovskit. Diese Umwandlung erklärt die seismischen Anomalien an der Kernmantelgrenze, denn Postperovskit leitet Wellen anders als sein Vorgänger. Aber die Umwandlung verläuft nicht augenblicklich. Je nach Druck, Temperatur und chemischer Beimengung kann sie zwischen 10 und 10.000 Sekunden dauern, ein Bereich von 3 Größenordnungen, der zeigt, wie empfindlich diese tiefen Schichten auf kleinste Schwankungen reagieren. Die Kernmantelgrenze ist also keine ruhige Trennlinie, sondern eine dynamische Zone, in der Materie unter Bedingungen existiert, die auf der Oberfläche unmöglich sind. Hier endet das Reich des Gesteins. Was darunter beginnt, gehört einer völlig anderen Materialklasse an und einer Hitze, die alles Vorangegangene in den Schatten stellt. Unter 2900 Kilometer Tiefe besteht die Erde nicht mehr aus Gestein. Hier beginnt der Kern und seine Zusammensetzung ist eine andere. Überwiegend Eisen, gemischt mit etwa 5 bis 10% Nickel und geringen Anteilen leichterer Elemente wie Schwefel oder Sauerstoff. Der erste Hinweis darauf war ein Widerspruch zwischen 2 Zahlen. Die mittlere Dichte der Erde beträgt 5,515 Gramm pro Kubikzentimeter, doch die Gesteine an der Oberfläche bringen es nur auf etwa 2,7 bis 3,3 Gramm pro Kubikzentimeter. Irgendwo im Inneren musste also extrem dichtes Material liegen, schwerer als alles, was an der Oberfläche bekannt ist. Eisen unter hohem Druck passt perfekt. Der äußere Kern zwischen 2900 und etwa 5150 Kilometer Tiefe ist flüssig. Temperaturen zwischen 3000 und 5000 Grad Celsius halten das Eisen geschmolzen und Konvektionsströme in dieser elektrisch leitfähigen Flüssigkeit erzeugen das Magnetfeld der Erde, jenes unsichtbare Schild, das die Atmosphäre vor dem Sonnenwind bewahrt. Tiefer noch, ab etwa 5150 Kilometer, beginnt der innere Kern. Und hier wartet ein Paradoxon. Die Temperatur steigt auf über 6000 Grad Celsius, heißer als die sichtbare Oberfläche der Sonne, die etwa 5500 Grad Celsius erreicht. Eigentlich müsste Eisen bei dieser Hitze längst geschmolzen sein. Trotzdem ist der innere Kern fest. Die Erklärung liegt im Druck. 3,64 Millionen Atmosphären lasten auf jedem Atom. Dieser unfassbare Druck zwingt die Eisenatome in ein dichtes Kristallgitter, das selbst bei extremer Hitze nicht auseinanderbricht. Schmelzpunkt und Druck sind aneinander gekoppelt. Was an der Oberfläche flüssig wäre, bleibt im Zentrum starr. Und genau dieser feste Eisenball, etwa so groß wie der Mond, rotiert leicht anders als der Rest des Planeten, eine Bewegung, die seismologisch messbar ist. Diese Erkenntnisse sind nicht das Ergebnis direkter Beobachtung, sondern indirekter Rekonstruktion. Niemand hat den Kern gesehen. Niemand wird ihn je sehen. Bei 6000 Grad Celsius und 3,64 Millionen Atmosphären existiert kein Material, aus dem eine Sonde gebaut werden könnte. Die 6371 Kilometer unter den Füßen jedes Menschen sind damit der extremste und unerreichbarste Ort im bekannten Universum, nicht weil er weit entfernt wäre, sondern weil er physikalisch verschlossen ist. Und doch verändert jede neue Messung das Verständnis dessen, was an der Oberfläche geschieht. Die Konvektion im Mantel treibt die Plattentektonik, schiebt Kontinente zusammen, öffnet Ozeane. Die Strömungen im flüssigen äußeren Kern erzeugen das Magnetfeld, das Polarlichter zeichnet und Kompassnadeln ausrichtet. Vulkane, Erdbeben, das Driften ganzer Landmassen, all das beginnt tief unten. Was wie reine Grundlagenforschung wirkt, ist in Wahrheit die Grammatik, mit der sich die sichtbare Welt buchstabieren lässt. Jede Eruption, jede tektonische Verschiebung trägt die Signatur dieser verborgenen Tiefe. Die Antwort auf die Frage, was sich in 6371 Kilometer Tiefe verbirgt, ist gleichzeitig einfach und unvorstellbar komplex. Ein fester Eisenkern, heißer als die Sonnenoberfläche, gefangen unter dem Druck des gesamten Planeten. Eine Zahl, hinter der sich Welten von Materiezuständen verbergen, die nirgendwo sonst auf der Erde existieren. Das Kola-Bohrloch hat 12 Kilometer erreicht. Der Rest, 6359 Kilometer, bleibt der Mathematik, der Seismologie und der Vorstellungskraft überlassen. Wer das nächste Mal über einen Waldweg geht, steht nicht einfach auf Boden. Er steht auf dem dünnen Deckel eines der extremsten Orte, den dieses Universum zu bieten hat, direkt unter seinen Füßen.